Weshalb sind Haltungen in kreativen Projekten und Problemlöseprozessen wichtig? Vielleicht steht dir der innere Kritiker im Weg, wenn du ein kreatives Projekt umsetzen oder ein Problem lösen möchtest. Oder hast du so viele Ideen im Kopf, dass du nicht ins Handeln kommst? Vielleicht fängst du gute Ideen gleich an und bringst deine Projekte nicht fertig. Oder sind sie so abstrakt, dass niemand außer du sie versteht? Da kann ein Modell für kreative Prozesse helfen. Erfolgreiche kreative Managerinnen, Designerinnen, Forscherinnen und Alltagsmenschen haben ein Gespür oder Bewusstsein für unterschiedliche Phasen in kreativen Prozessen und können, das ist am wichtigsten, jeweils die passende Haltung einnehmen. Das hilft, erfolgreicher durch die unterschiedlichen Prozessphasen zu gehen, statt wie in den Beispielen vorher zu lange in einer Phase zu verweilen oder wichtige Schritte zu überspringen. Das war eines meiner wichtigsten Aha-Erlebnisse, weil es so essentiell zum Umsetzen von Ideen ist. Für mich als ADHSlerin ist das Zikade-Modell eine wichtige Krücke. Anderen hilft es, leichter den Überblick zu behalten und ausgewogen vorzugehen. Das Zikade-Modell ist über die letzten 19 Jahre im Kontext von Schule, Alltag, Kreativität, Forschung und ADHS gewachsen. Ein altes Video von 2012 ist hier und die 6 Buchstaben sind eine Abkürzung für 6 Phasen, die in fast allen Prozessen wichtig sind. Die Buchstaben sind Z für Ziel, Überblick, Sinn, Absicht, I für Informationen und Ideen sammeln, Intuition und Inspiration, K für Kompetenz, Können, Kräfte, Kapazität, Rahmenbedingungen, Regeln und Gesetze, A für Auswählen, Entscheiden, D für Durchführen, Anpacken, Tun, und E für Evaluieren, Ernte, Rück- und Ausblick. In komplexen Prozessen können die Phasen auch verschachtelt sein. Zum Beispiel beim Forschen kann die Informationssuche auch zu mehreren eigenen Unterprojekten mit allen Zikade-Schritten werden. Und weil die unterschiedlichen Haltungen so essentiell wichtig sind, will ich in diesem Video über die unterschiedlichen Haltungen erzählen und andere Aspekte von diesem vielschichtigen Modell kommen dann später dazu. Ziel, Überblick, Sinn, Absicht. Der Regisseur, die Chefin, Dirigentin beobachtet und steuert den Prozess und hält das Ziel und das große Ganze im Blick. Hier ist der Überblick wichtig. Ich trete einen Schritt zurück, nehme eine distanzierte Haltung ein. Ich schaue aus der Metaebene auf das Thema, betrachte den Prozess aus einer umfassenden Perspektive. Ich schaue wie aus einer Vogelperspektive auf den Prozess, auf die Etappen, auf die Zeit, auf die Lebenszeit, auf die Umgebung, den Planeten, die beteiligten Menschen, die Faktoren, Gefühle, Motivationen, Möglichkeiten. In diese Haltung kehre ich immer wieder zurück, wenn ich etwas Überblick brauche und mich im Prozess orientieren will. Das ist die Haltung des inneren Chefs, der inneren Dirigentin oder Kapitänin, der die den anderen Rollen im Prozess jeweils den Einsatz gibt, eben wie ein Dirigent. Also die Krone nach oben und die Pfeile nach unten im Bild deuten auf die Verbindung mit einer höheren Weisheit und mit den handfesten Umsetzungsinstanzen hin. Informationen und Ideen sammeln, Intuition und Inspiration. Die Forscherin, der Künstler findet Informationen, Inspiration und Intuitionen und verbindet sie zu neuen Ideen. Das ist meine Lieblingsphase und ich tendiere dazu, hier sehr viel Zeit zu verbringen. Ich bin gwundrig, das heißt neugierig. Es gibt immer noch mehr zu entdecken und Internet und Werbung angeln mit psychologischen Tricks nach unserer Aufmerksamkeit.
Für andere kommt diese Phase zu kurz, also die Phase zum Sammeln von Ideen und Informationen und Inspiration, weil der innere Kritiker immer wieder mit einschränkenden Einwänden kommt oder aus Gewohnheit denkt man in eher festen Bahnen. In dieser Phase, eben im Sammeln, in der Offenheit für Information, Ideen, Inspiration und Intuition, ist die Haltung ganz offen, weit, unbefangen, unvoreingenommen und neugierig, wie ein Kind. Damit das nicht uferlos wird, ist es auch wichtig, das Suchgebiet einzugrenzen und eventuell ein Zwischenlager, ein Notizbuch oder so zu haben für Dinge, die auch interessant sind, aber nicht zur direkten Suche gehören. Der Fokus ist weit offen für meine Forschung, für neue Informationen und Ideen zum Thema und für Intuition und Inspiration, wo immer sie dann herkommen und auch wo unsere menschlichen Antennen wie Körperweisheit, Verbindung mit der Quelle, Intuition aus kreativen Gestalten zuständig sind. Hier muss ich auch wissen, in Verbindung mit der Dirigentin, mit dem Chef, wann ich genug Informationen habe und weitergehen kann, eben damit ich da mich nicht verliere. Kompetenz, Kräfte, Rahmenbedingungen, Grenzen, Regeln und Gesetze. Forscherin und Regisseurin schauen offen und mit Blick aufs Ganze auf die ganz konkreten Bedingungen und Begrenzungen, auf die inneren und äußeren Begrenzungen für dieses Projekt. Es gibt Grenzen unserer Kräfte und Kompetenzen. Oft denke ich, das kann ich gut herausfinden und es nimmt mich auch Wunder, aber die Lernzeit verlangsamt das Projekt signifikant. Wie lange brauche ich, um diesen Effekt in meine Videos bringen zu lernen? Und ist das wirklich wichtig? Macht es Sinn, das selber zu lernen oder kann ich etwas auch outsourcen oder delegieren? Wie viel Zeit, Geld, Platz habe ich, bis ich fertig sein muss oder will? Kritische Stimmen, kommt mir der innere Kritiker in die Quere? Ist das wirklich wahr? Meine Kompetenzen auch positiv einschätzen. Hier ist wieder eine sachlich distanzierte Haltung aus der Metaebene angebracht. Freundlich kritisch auf Tatsachen schauen, fragen, ist das wahr? Und eventuell für neue Inputs zurück an I. Es gibt Einschränkungen, die ich vor einer Entscheidung berücksichtigen muss. Zum Beispiel brauchen gewisse Tätigkeiten eine Bewilligung oder es gibt zeitliche Beschränkungen zum Pilze suchen oder weiß nicht was für Regeln, die die Gemeinschaft auch schützen oder die einen Zweck haben und ja, die ich berücksichtigen muss. Auswählen, entscheiden. Der Richter, die Kritikerin beurteilt die Idee und entscheidet, was damit zu tun ist. Hier schauen wir kritisch auf alle Informationen und wählen aus, was jetzt wichtig ist für das Projekt. Wir entscheiden uns aus dem vollen Überblick für ein Vorgehen oder eine Variante, die wir dann auch umsetzen. Hier können wir dem inneren Kritiker auch mal zuhören und seine Einwände neben allen anderen Informationen abwägen. Durchführen, anpacken, tun. Der Macher, die Kämpferin, verwirklicht die Idee und kämpft gegen Widerstände. Hier geht es ans Ärmel hochkrempeln und ganz konkret umsetzen, was ich entschieden habe. Die Haltung ist durchhalten, an der Entscheidung dranbleiben, nicht von weiteren Ideen ablenken lassen oder dann das ganz bewusst neu anschauen und mich neu dafür entscheiden. Auch hier ist eine ADHS-Falle. Ich habe eine Idee, etwas zu tun und beginne gleich,
ohne zu denken und mich wirklich zu entscheiden. Ich starte aus dem Impuls. Hier hilft mir als ADHSlerin, den Prozess im Hinterkopf präsent zu haben, ans Auswählen und Entscheiden zu denken. Das ist für mich ganz wichtig. Und auch, dass ich jetzt dranbleibe, dass ich jetzt nicht neuen Ideen nachgehe, sondern sie, wenn nötig, kurz notiere, aber im Umsetzen bleibe. Dabei hilft mir oft ein Timer und ein Zeitgefäß, wo ich weiß, in dieser Zeit möchte ich das und das erledigen. Dann kommt das Evaluieren, Ernte, Rück- und Ausblick. Ich schaue aus der Metaebene auf den Prozess zurück. Feiern, was ich vollendet habe, Pause, Lernen aus dem Prozess. Das kann Lernen aus Erfahrung sein, aber auch Fragen, wie könnte ich das anders machen, wie möchte ich das nächste Mal machen. Das Bewusstsein für die unterschiedlichen Prozessphasen und unterschiedlichen Haltungen hilft mir sehr, angemessener und produktiver zu arbeiten, also in der richtigen Phase die richtige Haltung zu haben, dass ich entweder offen bin für Ideen, dass ich auch dran denke, jetzt habe ich diese und diese und diese Informationen, Ideen, Inspirationen, jetzt muss ich zuerst entscheiden und nachher das umsetzen und da dranbleiben und mich dabei nicht verzetteln. Wie geht es dir damit? Was hilft dir, Projekte und Ideen zu verwirklichen? Nutze dafür die Kommentare und auch für Fragen. Ich habe noch mehrere Videos zum Zikade-Modell geplant und ich baue gerne eure Inputs und vor allem eure Fragen auch ein oder gehe dann deutlicher mit Beispiel auf diesen oder diesen Aspekt ein. Und ich freue mich auch über Likes und über Abos, das hilft auch meinem Kanal sehr.